Ich sitze immer da wie so ein Raubvogel und warte auf die Gelegenheit. Weil ich weiß, ich kriege nichts zu fressen vom Fließband. Ich sitze da wie ein Raubvogel und warte auf die Gelegenheit. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann bin ich erbarmungslos. Und nur so habe ich es geschafft. Immer die Schwäche des Systems nutzen. Du stehst in einem Swimmingpool voller Sirup und sollst da schnell und zügig durchlaufen. Das kannst du nicht. Weil Sirup klebt, Sirup hat eine schwere Zähigkeit in sich, das ist unheimlich anstrengend und du kommst nur ganz langsam voran. So ist das Arbeiten in dem Garten gewesen, wenn du was verändern wolltest. Jede kleinste Veränderung hat viel mehr Kraft gekostet, als es nötig war. Ich habe den Sozialismus hier im Garten erlebt, wo also gar nichts ging. Da hatte ich gut motivierte Kollegen, die gerne gearbeitet haben. Aber technisch war das Ganze eine reine Katastrophe. Ein völlig verwahrlostes Gewächshaus. Wir hatten nicht mal einen brauchbaren Rasen mehr. Dann kam der Zusammenbruch des Kommunismus. Es war ebenfalls grauenvoll, weil überhaupt kein Geld da war. Bis 1997 waren es katastrophale Verhältnisse. Bis zu den verrückten Ideen vom Bürgermeister, uns zu privatisieren. Ne? Ich wäre dann wie so ein Zirkus, wie so ein Wanderzirkus durch Dessau gezogen, hätte dort mal was und da was gemacht. Wäre der Untergang des Gartens gewesen, wäre furchtbar geworden. In Mosica war ja das Interessante, als ich hier angefangen habe, hieß es ja, ich soll die Rekonstruktion des Gartens erarbeiten. Und das war eine interessante Sache. Und was ganz wichtig war, wenn man einen Garten hat mit 30, 40, 50 Hektar, kann ein Mann mit seinem Spaten nicht viel machen. Und das war der Unterschied zum Mosica mit diesen 6 Hektar hier. Wenn man sich da rausschaufelt aus dem Alltagsgeschäft ab und zu mal, dann kann man hier wirklich als ein Mann etwas bewegen. Meine Vorgänger konnten mit dieser Situation alle nichts anfangen. Ich habe das mal durchgerechnet. Ne? Die waren durchschnittlich 2 Jahre im Amt und dann haben sie kapituliert. Aus unterschiedlichsten Gründen. Manche hat man versucht auszuhungern, indem man sie ganz schlecht bezahlt hat. Andere wurden ununterbrochen behindert und entmündigt. Andere hatten wiederum nicht die Nerven, sich mit den lokalen Verhältnissen auseinanderzusetzen und die zum Laufen zu bringen. Ganz breites Spektrum von Ursachen, warum die Leute tatsächlich über Jahrzehnte hinweg immer nur 2 Jahre durchgehalten haben. Es gibt für die Gärten immer die großen, guten Zeiten, wo sie sich nach vorne entwickeln, wo sie vielleicht denkmalpflegerisch wertvolle Dinge wieder aufbauen, die verloren gegangen sind. Und dann gibt es die Zeiten, wo Gärten verwahrlosen. Es war wirklich über Jahrzehnte hinweg hochkarätiger Quatsch gemacht worden. Es war eine sehr gepflegte Anlage, ne? Aber es war lauter widersinniges Zeug gemacht worden. Und so habe ich Stück für Stück abgeräumt. Jeder Garten durchläuft ja viele verschiedene Zeitschienen und alle 100 Jahre sieht er ein bisschen anders aus. Und rückblickend muss man dann entscheiden, welches war seine beste Zeit. Es kann also auch sein, dass ein Barockgarten landschaftsgärtnerisch überformt wird und dann hinterher tatsächlich besser aussieht, weil der zweite Entwurf, diese Überformung, besser ist als der erste. Das war aber in Mosica nicht so. In Mosica war es eigentlich so, dass die erste Form der wertvollste Teil der Gartengeschichte. Und es lag auf der Hand, dass man den wieder anstreben muss. Man hat sich vorgestellt, wir rekonstruieren einen Garten, aber es muss alles so bleiben, wie es ist. An dieser Formulierung merkt man schon, wie absurd der Anspruch ist. Ich habe ja diese meisten Sachen gegen meine Vorgesetzten gemacht, die wollten das ja nicht. Da kommt dann ein ganz großes Projekt und da wird dann alles gemacht, der will es. Ich habe nach 34 Jahren nicht den Hauch eines großen Projektes gesehen. Hätte ich nicht gemacht, würde der Garten heute noch aussehen wie 1988. Und diese ständigen Versuche, mich in meiner Arbeit auszubremsen, haben mich dann eigentlich dazu geführt, dass ich Dinge im Garten verändert habe, ohne sie bei meinen Vorgesetzten anzukündigen, weil ich wusste, dass von denen sowieso nur Ausbremsung kommt. Also habe ich Hecken umgeformt, neue Wege gemacht, ohne jemanden zu informieren, habe es einfach getan und habe dann einfach gewartet, bis sie es sehen. Man hat es dann zähneknirschend toleriert, dass ich den Garten rekonstruiere, wenn auch nur in ganz kleinen Schritten. Denkmalpflegerische Arbeit geht nicht immer nur Antrag stellen, abwarten und dann machen. Ne? Wenn du mehrmals einen Antrag stellst und immer wird nur abgelehnt, dann musst du mal anders handeln. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich das meinem Nachfolger empfehlen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich das einem anderen Gärtner in einem anderen Garten empfehlen kann. Hier hat es so funktioniert. Es ist völlig irrsinnig zu sagen, ich rekonstruiere den Garten in 2 Jahren. Dieses Jahr mache ich den Entwurf, nächstes Jahr die Planung und dann machen wir das. Dieses Geld wird man unter den hiesigen Verhältnissen nie zusammenbekommen. Aber wenn man in kleinen Dosen, in kleinen Etappen immer wieder kleine Stücke macht, kleine Stücke bewältigt und diese dann auch für sich persönlich als Erfolg verbuchen kann, dann ist das wie eine Stufe, die man gerade gebaut hat, wenn man in einem Weinberg nach oben gehen will. Weil diese Stufe ist dann die Voraussetzung, die nächste Stufe bauen zu können. Wenn man dort 10 Jahre arbeitet und hat kein Erfolgserlebnis, was durchaus passieren kann, dann kann es passieren, dass man irgendwann stagniert und sagt, dann lassen wir es eben so, wie es ist. Alles, was du tust, musst du mit Hingabe tun. Ansonsten ist es schlecht. Und zwar nicht nur für das, was du tust, sondern auch für dich selbst. Es ist nicht so wichtig, ob du eine Firma hast, die Klosettbecken reinigt oder ob du Schlossgärtner bist oder ob du, was weiß ich, Bildhauer bist, völlig wurscht. Wichtig ist, du musst das, was du tust, mit Hingabe tun. Es gibt also fast keinen Gartenbereich, in dem ich nicht grundlegende Dinge verändert habe, die heute, zumindest aus denkmalpflegerischer Sicht, besser aussehen und dem Zeitraum 1780, 1784 näher kommen, als es jemals gewesen ist. Es hat sich also gelohnt, dass ich in einem Windschatten gesegelt bin, wo keiner so richtig hingeguckt hat. Bloß um Rasen zu mähen bin ich nicht nach Mosika gekommen.